Hallo zusammen und willkommen mal wieder, schon wieder News. Heute mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Momentan geht es wirklich rund, ich sag's euch. Und ja, ich glaube, wir hier auf dem Kanal können uns ein einigermaßen sinnvolles Bild machen, was dieser Gesetzesentwurf eigentlich bedeutet. Denn wir haben nicht allzu wenig mit IT-Sicherheit zu tun, glaube ich. Und ja, deswegen dachte ich mir mal, wir gucken das mal durch. Es gibt zwei Bestandteile dieses Artikels. Ich verlinke euch das sehr gerne. Und zwar einmal den Artikel, der quasi alles zusammenfasst. Und dann den vollständigen Gesetzesentwurf. Warum lädt das so lange? Den vollständigen Gesetzesentwurf, den ihr weiter unten findet. Das heißt, einfach mal bitte den komplett durchlesen, falls ihr noch mehr wissen wollt. Ich persönlich fand allerdings für das Video passt eigentlich dieser Artikel hier oben, weil der wirklich sehr detailliert ist und eigentlich alles schön zusammenfasst. Und das heißt, ich werde mich hier oben drauf konzentrieren. So, der Sinn hinter diesem neuen Gesetzesentwurf ist eigentlich, dass die IT-Sicherheit in Deutschland besser wird, denn wir haben immer noch ein Problem mit Hackern und ja, vor allem natürlich staatlich organisierte Hacks sind ein Problem mittlerweile. Weil die halt einfach Ressourcen bis zum Abwinken haben und das ist halt schon schwierig. Deswegen wollte man die Infrastruktur in Deutschland verbessern. Leider ist da mal wieder ein bisschen was schiefgegangen, meiner Meinung nach. Wir gucken das uns mal ganz kurz an. Es soll insgesamt mehr Personal, mehr Geld und mehr Befugnisse für das BSI, also das ist die Behörde, die dafür zuständig ist in Deutschland, zur Verfügung stehen. Allerdings wandelt sich die ganze Situation eher von defensiv, was das BSI bislang gemacht hat, hin zu offensiv. Das heißt, das BSI ist jetzt dazu da, um wirklich Hacks zu suchen und diese Hacks auch zu exploiten. Ist an sich nicht schlecht, aber das Exploiten ist das Problem. Das heißt, normalerweise sucht man Schwachstellen, informiert alle darüber und dann werden diese Schwachstellen gefixt. Wenn das BSI jetzt dazu da ist, diese Sachen zu exploiten, dann haben wir halt quasi einfach nur staatlich organisierte Hacker in Deutschland, die halt alles mögliche hacken dürfen, was sie wollen. Und das sind halt diese neuen Befugnisse. Weil, ja, ich könnte mir vorstellen, dass halt dieser Interessenskonflikt mit der Polizei schwieriger ist oder mehr wiegt als der Wunsch, die Öffentlichkeit zu informieren über diese Schwachstellen. Das sei mal dahingestellt, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber die Polizei und die Geheimdienste, das ist Fakt, die benutzen einen Staatstrojaner und dieser Staatstrojaner nutzt natürlich Sicherheitslücken aus, um auf das System zu kommen und dann dort Spionage zu betreiben, hoch 10. Und das BSI soll jetzt diese Schwachstellen stopfen. Naja, die kennen die Schwachstellen natürlich. Das heißt, sie können sie ja nicht stopfen, weil sonst können Polizei und Geheimdienste nicht mehr arbeiten. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu betrachten, denke ich mal. Noch ein riesiges Problem, und das finde ich das Allerschlimmste in dem ganzen Entwurf, ist, dass man jetzt die Sicherheitslücken nicht veröffentlichen muss. Und das heißt, der neue Entwurf sieht nicht vor, irgendwie alles, was gefunden wird, muss veröffentlicht werden. Nein. Es steht dabei, dass man diese Sicherheitslücken auch geheim halten darf, mehr oder weniger. Und ja, Ziel ist, dass man ein Hackback macht, sozusagen. Das bedeutet so viel wie, wenn ich jetzt Rogue gehen würde, also ich würde böse werden und ich würde irgendwelche Systeme hacken. Ja? Dann habe ich Vollzugriff auf den Server, mache irgendwas damit und das BSI ist jetzt quasi in der Lage oder soll laut Gesetzesentwurf sogar diesen Server auch hacken, so wie ich das gemacht habe und dann mich zurückverfolgen als Hacker und dann mich quasi verknasten. Das ist zwar nobel gedacht, aber in der Praxis nutzen sie ja dieselben Schwachstellen aus. Und diese Schwachstellen wollen sie wahrscheinlich dann nicht fixen, weil sonst können sie ja mich nicht mehr so leicht ownen. Also mich quasi verfolgen. Das ist halt das Problem an der Sache. Das heißt, das BSI ist auf die Schwachstellen angewiesen, soll sie aber gleichzeitig auch wieder fixen sozusagen. Und das ist so immer dieser Interessenskonflikt natürlich. Man will die Kriminellen kriegen, aber man ist natürlich selbst dann auch gewillt, kriminell zu werden. Für Privatpersonen wäre so ein Hackback natürlich illegal ohne Ende. Ja. Gut, weiter geht's. Es sollen die Geräte im Internet der Dinge, also sprich intelligente Toaster, intelligente Kühlschränke, sowas, die sollen alle abgescannt werden. Mit Portscans steht hier ganz lapidar gesagt, ihr wisst, dass es ein bisschen aufwendiger ist, aber es gibt Mittel und Wege, diese ganzen IoT-Geräte zu scannen. Und dann soll einfach rausgefunden werden, ob man sich mit Standardpasswörtern wie Admin, ihr erinnert euch, oder 4x0 oder sowas einloggen kann und dann Kontrolle über das Gerät bekommt. Das ist für Privatpersonen eine Straftat, für das BSI jetzt nicht mehr. Wunderbar. Ja, weiterhin, und das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen weird, da hat sich mal wieder jemand nicht ganz mit der IT-Sicherheit befasst, sollen Betroffene benachrichtigt werden. Das bedeutet so viel wie, wenn das BSI ein Gerät im Internet der Dinge
hackt, das heißt zum Beispiel meine Kamera, die vor der Haustür hängt, ich habe keine Kamera, aber hätte ich eine, die zum Beispiel hackt, dann wollen sie schauen, an welchem Router hängt denn diese Kamera und welche IP-Adresse hat der Router. Und dann wollen sie bei meinem Internetprovider nachfragen, wem diese IP-Adresse gehört, damit sie mir per Post was sagen können, dass ich jetzt hier eine angreifbare Kamera habe. Das ist an sich nobel gedacht, aber involviert nicht nur das Hacken der Kamera, sondern auch das, in Anführungsstrichen, Weiterhacken auf den Router, weil die Kamera normalerweise nicht direkt am Internet hängt. Normalerweise. Es geht natürlich, das kann auch sein, aber das ist dann irgendwie Schwachsinn. Und normalerweise hängt die nur im lokalen Netz, sprich, man muss den Hack ausweiten, sozusagen. Ja, ne? Schwierig. Okay. Des Weiteren, jetzt wird es sehr abstrus, soll die Behörde diese Schwachstellen auch tatsächlich schließen. Das heißt, sie soll, nehmen wir mal an, ich bin eine Firma und mein Server wird vom BSI gehackt, dann kriege ich eine E-Mail oder irgendwas vom BSI, hey, du, dein Server wurde gerade gehackt, mach mal bitte Patch A, B, C drauf. Und dann sage ich denen, ja, gibt's nicht. Es gibt keinen Patch, der diese Schwachstelle schließt. Macht mal einen. Und dann sagen, ja gut, interessiert uns nicht mehr. Weil die schreiben ja keine Patches selber. Die haben ja nicht den Quellcode normalerweise. Sondern, ja, sie sagen einfach nur, fix das. Und wenn ich dann nicht diese Sache fixe, dann wird das BSI selbst hingehen und möchte meine Geräte quasi bereinigen. Das steht hier unten. Das bedeutet so viel wie, sie holen sich erstmal alle Rechte auf meinem Server, installieren dann irgendwelche Software, die ich dann am Ende wieder verwalten muss, oder installieren irgendwelche Patches, die meine Produktivserver einfach kaputt machen. Ohne dass ich davon weiß. Das müsst ihr euch mal geben. Die manipulieren einfach meine Server, damit sie in Anführungsstrichen sicherer sind. Und ich weiß nicht mal was davon zwangsläufig. Und das ist halt schwierig. Des Weiteren sollen, also ihr kennt ja das Problem mit den Botnetzen. Botnetze sind wunderbar, wenn man irgendwas cracken möchte. Man lässt einfach 1 Million IoT-Geräte irgendwelche Brute-Force-Angriffe laufen und in ein paar Tagen schaut man wieder rein und sieht, juhu, wir haben es geschafft. Oder man lässt ein Denial of Service oder sowas laufen. Ist natürlich ein Riesenproblem für das komplette Internet, sag ich mal. Und das BSI möchte jetzt, generell werden solche Kommandoserver, von denen das Botnetz dann gesteuert wird, werden ja auch immer Kommandoserver sind quasi die Zentralserver von den Botnetzen, über die geht quasi der ganze Traffic. Die wollen jetzt, also das BSI möchte jetzt diese Kommandoserver angreifen, beziehungsweise nicht nur angreifen, sondern einfach, weil die Kommandoserver normalerweise nicht angreifbar sind, so einfach, möchten sie einfach den kompletten Traffic nehmen und anschließend zu ihren Servern umlenken. Das Problem dabei ist, dass sie in den kompletten Internetverkehr dabei eingreifen. Das heißt, sie routen sozusagen Pakete, die im normalen Internet rumfahren, einfach so auf ihre Server. Das hat zum Beispiel ich meinte, es war Iran, die das gemacht haben, weil sie keinen Bock mehr auf YouTube hatten, haben sie einfach alle Pakete, die zu YouTube gingen, haben sie gesagt, okay, die routen wir jetzt auf unsere Server und dann kam halt eine Fehlermeldung, dass YouTube nicht erreichbar ist. Das heißt, mit dieser Fähigkeit kann man das komplette Internet lahmlegen, wenn man möchte. Klar, das steht so nicht drin im Gesetzesentwurf, das sollen sie auch nicht machen, sie sollen das nur mit den Kommandoservern machen, um anschließend die Kontrolle über das Botnetz zu bekommen. Das heißt, der Kommandoserver schickt einen Befehl an die Botnetz, greift IP 91, 92, 93, 94 an und das geht anstatt zu den Bots direkt, geht das jetzt zu den BSI-Servern. Und die BSI-Server sagen dann, haha, greift nicht 91, 92, 93, 94 an, sondern 90, 91, 92, 93, was der Angreifer selber ist zum Beispiel. Und anschließend wird das Botnetz quasi gegen den Angreifer selbst verwendet. Das ist geil, wenn man sowas kann, aber man greift halt sehr stark in das Internet ein. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht machbar ist. Weil, ja, ne, mein Internet und so, bitte. Gut, das Darknet-Gesetz habe ich in einem separaten Video vorgestellt, das stelle ich hier jetzt nicht mehr vor und hier unten ist im Endeffekt nochmal kurz die Zusammenfassung. Es sollen Hackbacks durchgeführt werden, was natürlich kritisch zu betrachten ist, weil man dazu auch hacken muss. Es sollen Schwachstellen verschwiegen werden und es soll quasi die Hackerbehörde gegründet werden und das staatliche Hacking ausgeweitet werden. Ja, wie gesagt, lest euch den kompletten Text durch. Ich bin ein bisschen schockiert. Gerne schreibt mir eure Meinung, aber momentan finde ich es ein bisschen krass, was die mit dem Internet machen. Es scheint mir irgendwie so, als wäre es kein Neuland mehr, sondern als wäre es jetzt ein anderes Land geworden. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, gerne eure Meinung in die Kommentare, diskutiert darüber. Schreibt mir auch gerne, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, dann herze ich die Kommentare oder editiere die Beschreibung. Schaut da bitte auch nach.
Und ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.